ja, Cyberpunk 2 wird ja auch damit gemacht, ne? Dann. Dauert noch ein bisschen, aber das wird ja dann auch mit an. So, why Unreal Engine 5.1 ist huge Deal. Es gab ein Update zu Unreal Engine 5. Ja, die Unreal Engine 5 habt ihr alle gesehen, wie die aussah und so. Das ist schon ziemlich krass, aber alleine schon das Update auf 0.1, also das 0.1er Update von der Version 5, das bringt, ich meine, guck dir das mal an hier. Ich meine, allein dieses Standbild, das sieht halt einfach nicht mehr aus wie eine Game Engine. Das sieht aus, als würde man da so ein bisschen rumfahren gerade. Also wir gucken mal kurz rein, ja? Wir schauen mal ganz kurz rein. For Unreal Engine 5 just released called 5.1, and it is a huge deal. The reason why is one word, and that is foliage. Since Unreal Engine 5 came out, it introduced a revolutionary new way of rendering geometry called nanites. To briefly sum up nanite, every object you see in computer graphics is composed of tiny flat planes of geometry called polygons. And the more polygons you have in your environment, Alter, warte, ich muss mal ganz kurz. Ich meine, oder? Alter, das ist wirklich sick. Das ist einfach krank, einfach komplett krank. Ich würde jetzt sagen, du kannst natürlich sowas hier nicht auf der Skala von einer Open World, aber ja, jetzt geht's. Es geht jetzt. Genau das auf einer Skala von Open World geht jetzt. the longer it will take to render. This is why video games have developed a system called a level of detail, or LOD for short. The further away an object is from the camera, the less polygons it will use to render that object. This makes games run faster since there's less polygons that have to be rendered, but it is very time consuming to create all those LODs. Nanite replaces LODs because it uses dynamic level detail. This means you can have an object with millions of polygons without any LODs because polygons dynamically deform, lowering the amount of polys on an object. A good example of nanite in use is this desert. If I come up to lit, nanites, triangles, we can see nanite in action. Every color is an individual polygon, and there are millions of them, without a single LOD being used. The biggest issue with nanite is that it did not work with foliage. This means we still have to rely on level of detail for foliage like shrubs, grass, and trees. Trees generally use billboards. Ihr kennt das bestimmt damals von Skyrim, ne? Wenn man damals in die Ferne geguckt hat, vorne waren halt die Bäume, die sahen so richtig satt aus und pipapo, richtig geil. Und wenn man weiter hinten geguckt hat, sahen die Bäume so aus, einfach nur damit die Performance einfach vom Game, ne? Oder damit der Rechner nicht in die Knie geht und so weiter. Das waren die LODs quasi. Das war so, LOD war das, was hinten geladen wurde, die ganzen low-pixeligen Sachen, die hinten geladen wurden. Und das fällt damit komplett weg, das wird alles nicht mehr gebraucht. Du kannst jetzt überall quasi das hier darstellen. Ich weiß nicht genau, wie es gemacht wird. Ich glaube, da werden dann einfach weniger Nanites dargestellt. Glaube ich. As the lowest level of detail. Yeah. Which is just a flat plane with a texture that, as you can see, does not look very nice. Here is an example of what a billboard looks like. I have Unreal Engine 5 opened up, and in this environment, all the trees are using level of details because that was the only option. Now, if I move my camera far away, you can see that the trees change LODs until they are using billboards. And the transition looks pretty bad. Kennt man. Notice how even the shadows disappear because billboards only block light if it's facing it. Now in Unreal Engine 5.1, we finally get nanite foliage. To enable nanite on foliage is pretty simple. You want to open up the static mesh, and within here, make sure enable nanite support is turned on, and this is unique for foliage. Select preserve area. That's how if we aren't too far away, the object won't disappear. And then press apply changes. Aber wackelt der Baum auch noch, wenn man weit genug weg ist? The exact same process to all the trees in this environment. Now when the camera flies away, there is no LOD transitions or billboards. The trees retain the same quality as if they're being viewed up close. And the shadows do not disappear at long distances. There is no loss in performance. In fact, we gained an extra 5 frames. So it is more performant than LODs. So performanter als LODs. Looks better, it runs better in certain scenarios. Here's another example showing the Physik kann man intakt lassen, hängt von der Grafikkarte ab. Oh, geil. Power of nanites. This is what it looks like without nanites. The level of detail is noticeable because you can see that in the distance. Und ich weiß nicht, ich sehe die Bäume hier und ich denke mir so, ich sehe so die Landschaften und ich denke mir, der neue Witcher-Teil, jetzt nicht das Grafik-Update von Witcher 3, sondern der neue Witcher-Teil wird auf Unreal Engine 5 gemacht. Oh, ich hab so Bock. Oh, ich hab so Bock. The trees are just textures. Geil. Also, the lighting is casting incorrect shadows. And this is the same environment,
but with nanite enabled. The trees far away are no longer being faked by inaccurate textures. All the trees are Die hinten real wackeln auch. geometry that exists in the Aber world, ganz bisschen nur. and we did not lose any performance. Geil. I wanted to push the limit of nanite foliage, so I create a forest that is 4 square kilometers. In total, there's over 100,000 trees in this environment, and I'm still getting decent performance. And as a reminder, this is all in real time. This level of density was only possible in pre-rendered movies. Also, it makes life easier. We don't need several different versions of an object for LODs anymore. On top of nanite, foliage now interacts with light accurately. In real life, light passes through or bounces inside of leaves, creating subsurface scattering. Previously, this did not work with UE5's lighting, but now it does. This is foliage in Unreal Engine 5.0. Notice how the shadows are way too dark and unrealistic. And here's foliage in Unreal Engine 5.1. Now light is passing through the leaves and illuminating the ground, which looks a lot nicer. This is a subtle change, but it does make a big difference. Entschuldigung, war die Untertitel. They also added nanite landscapes, but it is feature incomplete and still in early access. Hopefully in the next version of Unreal, we get proper nanite landscapes. Of course, foliage is not the only major change. When Unreal Engine 5 released, it introduced... Wie viel Speicherplatz braucht dann das Game? Weniger als vorher, weil du die LODs nicht mal als Grafiken brauchst. Die werden ja berechnet. Die fallen ja komplett weg. Also du brauchst weniger Speicherplatz als vorher und es ist performanter als vorher. Mindblowing einfach. Wie gesagt, ich bin seit einem Jahr UE5-Entwickler und so eine Map in der Größe von Mist ist drin mit Scattering und Nanite bei der 40er Nvidia. Ist doch jetzt schon 100% von dem, was die Unreal Engine 5 kann. Quatsch. Das sind gerade eher die Anfänge, würde ich sagen. Weil die Engine ist noch relativ neu draußen. Die ist noch nicht mal ausgelastet aktuell. Also noch nicht mal ausgereizt, meine ich. Ausgelastet, weiß ich nicht, aber nicht ausgereizt. Sogar in der PlayStation 4. Als Last of Us 2 rauskam, das war einfach komplett mindblowing, dass das auf der PlayStation 4 so ausgesehen hat. Und das war, ne, wenn man das vergleicht mit den Release-Titeln von der PlayStation 4, da ist schon ein riesiger Unterschied. Wenn die berechnet werden, braucht man schon eine bessere Grafikkarte. Wie gesagt, er meinte, er hat Performance-Upgrade. Also er hat 5% mehr Performance gehabt. Oder 5 FPS, ich weiß nicht mehr genau. Also auf jeden Fall bessere Performance als vorher. Aber in der Praxis, ich kann nur sagen, was ich gerade im Video höre. Ich habe das selber noch nicht getestet. Und ich bin leider auch kein Experte. Das werden andere, glaube ich, benchmarken. Used a new lighting system called Lumen, which gave us high-performance dynamic bounce Das ist lighting. geil. And while it was revolutionary, there was one big issue, and that is it did not work with translucent materials. So Das finde ich glass so and geil. water reflections were pretty much broken. It was so bad that I was recommending people to not use glass, since the reflections were completely different from the environment. Right now, I have a previous Unreal Engine version open up, and this house's windows reflections make no sense. You can see that we're getting reflection from nowhere, and same thing for this glass jar. And this is the same environment in 5.1. But you will notice that there is no change yet in the reflections. And that's because we have to go into our post-process volume and under reflections, lumen reflections, make sure high quality translucency reflection is turned on. Now we get a one-to-one reflection with our environment. Geil. We can better see this in the glass cupboard. There is an accurate reflection of the room. Alter, We can even see the table and windows within that Und damit Horrorspiele. Wenn du so Sachen einbaust, dass du in der Reflexion jemanden hinter dir stehen siehst. Und so eine Geschichten. Oh, da kann man so geile Sachen mitmachen. Auch das mit den Lichteinfällen gerade eben, ne? Wie das Licht da und sowas. Oh, du kannst da so geile Sachen machen. Ja, und das noch in VR, gute Nacht. Für Architektur auf jeden Fall auch super geil. Also alleine schon, wenn du ein Haus planst, oder um Begehungen zu machen oder sonst irgendwas. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, das werden neue Jobs, oder gibt es wahrscheinlich schon, dass du halt Wohnungen in Unreal Engine oder Buden in Unreal Engine nachbaust. Wahrscheinlich für höherpreisigere Anwesen oder keine Ahnung, die dann verkauft werden sollen. Ich kann mir vorstellen, das wird ein Ding. Und dann kannst du vielleicht auch mit VR begehen oder sonst irgendwas. Also eigentlich gibt es schon. Ja, klar gibt es das schon. So, wundert mich nicht mal. Digital Architekt. Ich wollte mal unseren Architekten fragen, weil der macht sowas nämlich auch. Also wir hatten darüber geredet und der macht das nämlich auch. Und ich hatte mir überlegt, ob der nicht unsere Bude vielleicht auch in Unreal Engine nachbauen könnte. Also gibt es glaube ich schon. Er hat die schon gebaut mit seinem Programmchen da. Ich weiß nicht genau, womit er arbeitet. Ich kenne mich da auch nicht so aus. Aber da wollte ich mal nachfragen. Der ist auch ziemlich cool. Also, ne, haben wir ewig lange über Unreal Engine geredet. Super nice. Fände ich ganz spannend. reflection. The only downside is that the setting does lower performance, so there is a cost, but nothing is free, and now reflections work. Water isn't broken. Programme sind kompatibel, man kann das direkt in Unreal Engine exportieren. Voll geil.
Ach ja, also ich glaube immer noch, die Zukunft des Gaming oder generell Zukunft ist rein technisch gesehen, bleibt immer noch spannend. Anymore because of this new setting. Before this update, to get true reflection, we would have to use planar reflection and then manually move it to lining up with the water. Now I could just enable translucent to get realistic water reflections without having to use a reflection capture. This also fixes reflections for... Was ich mir noch wünschen würde, von der Unreal Engine oder von irgendeiner Engine, am liebsten von der Unreal Engine, realistisches Wasser würde ich mir noch wünschen. Realistisches Wasser ist aber, glaube ich, auch ein bisschen Königsdisziplin. Oder dann brauchst du dafür auch noch ein Windsystem quasi. Ne? Wenn hier zum Beispiel Wind über den See geht, wie bewegt sich das Wasser und so weiter, das wird, glaube ich, nochmal super spannend. Und mit dem Windsystem auch nochmal Bäume, dass du halt so einen Wind so und so hast und dann sind die Bäume halt wehen so in die Richtung, wo das Wasser, wo der Wind herkommt und so. Und so muss auch das Wasser reagieren. Aber das sind alles Sachen, die kommen noch. For large bodies of water. Notice how on the side of the viewport, we have weird reflections. This is because by default, Unreal is using screen space for translucent reflections. So that's why we get this artifacting. And to get rid of it now, just within the post-process volume, activate high quality translucency reflection. So now we get accurate, large body reflections without any artifacting. Geil. Also, besides lumen reflections working with glass and water, Lumen Global Illumination has seen massive improvements. Lumen now has a much more accurate bounce lighting because it is bouncing light from the object surface instead of a voxel approximation. What this means is that our environment is indirectly illuminated more and there's less noise. Right here is a simple room with a point light in the old version, and here it is in 5.1. The shadows are more illuminated, and we got rid of the weird occlusion in the corners. Here's another example of just indirect skylighting in version 5, and here it is in 5.1. Ich glaube, wenn du in die Gaming-Branche gehen willst, ist es, glaube ich, ein guter Door-Opener als Map-Designer in Unreal. Oder ich weiß gar nicht, ob das egal ist, fast schon, welche Engine, aber Map-Designer ist, glaube ich kann mir vorstellen, das wird nochmal eine Runde wichtiger, als es sowieso schon ist. Kann ich mir vorstellen. Vor allen Dingen, wenn die Sachen immer detaillierter werden, dann wirst du, glaube ich, auch mehr Manpower dahinter brauchen. Du brauchst weniger Leute, die an der Engine arbeiten, weil du die vielleicht lizenzierst. Aber ich kann mir vorstellen, du wirst mehr Map-Designer brauchen, je mehr Details du haben willst. Und ich glaube auch, das macht alles später in der KI. Glaube ich auch. Da wird sehr viel KI für Randomizing und sowas passieren. Ne, du willst ja trotzdem noch zum Beispiel besondere Orte haben, also so unique Sachen. Ich weiß nicht, ob in der KI das machen könnte oder ob sich das dann irgendwann doch wiederholt in der Welt. Weil dann hast du halt diesen besonderen Ort, der aber einfach so besonders ist, dass er 10-mal vorkommt auf der Map. Ne, das ist immer, glaube ich, noch mal schwieriger. Aber, uff. Junge. You can tell that the secondary bounces are more accurate and powerful. And finally, there's a lot less noise when using emissive materials. In this example, there's a lot of noise when I move the light around. And here it is in 5.1. There is no noise. You can't even tell that this is real time. It looks path traced. Lumen wasn't the only lighting system that got improved. Now the path tracer supports sky and atmosphere. Und liebe Grüße Just an die make Mama. sure in your post-process volume under path tracing, reference atmosphere is enabled. Also, path tracing now finally supports decals and light functions. Alter. For those who want to use traditional light baking, the GPU light mask has seen massive improvement. First off, the light mask works. At release, it was crashing, but now, since it is more stable, the quality of the lighting is better. And the denoiser has improved. Ich weiß nicht, was da gerade passiert, aber es sieht wundervoll also, aus. the GPU light mask now supports sky and atmosphere right out of the box. Besides lighting, there's also an interesting change to how large Unreal levels can be. In past versions of Unreal, if you are really far away from the world origin, Unreal Engine starts to break. For example, I'm in Unreal Engine 4, and I'm very far from the origin. The widgets are starting to break apart because Unreal can't calculate what is happening that far away. Now in 5.1, the recommended area for an environment has expanded from 22 kilometers to 88 million kilometers. So as you can guess, we can create some pretty large worlds now. Okay. And finally, the last major change of note ist ja schon is ein animation with the sequencer. Boah, ja, SimCity. Da mit SimCity spielen. Oder, ne, sowas in der... Alter. Oder SimEarth in dem Fall wahrscheinlich schon. Anything in Unreal is done in the sequencer with keyframes. And if you want to move a sequence of keyframes earlier or later in the timeline, you have to select each one individually. For example, let's say maybe I want this ship to fly off earlier. What I'm going to have to do is hold down Shift and select
every single keyframe and then move them back. That's how when the animation starts, the ship is already flying off. 5.1 makes this process a lot easier with layer bars, which make retiming keyframes a breeze. Instead of selecting each keyframe, ich bin Projektmanagerin in einem kleinen Geo-IT-Unternehmen. Wir bauen digitale Stadtmodelle und erforschen gerade, wie sich die Unreal Engine dafür eignet. Oh, auch mega spannend. Aber da musst du natürlich erstmal die ganze Stadt irgendwie abbilden, glaube ich, ne? Aber, oh, stelle ich mir auch super interessant. Dann bist du irgendwann an dem Punkt, dass Städteplanung, zumindest auf dem Brett, wirklich ein bisschen in Richtung SimCity geht. Voll geil. Individually, I can select the bar as a whole, which will move all the keyframes of the object with it. So with one click, I can retime the animation, that's how it's sooner, instead of selecting all of them. Those were all the most important major changes of Unreal Engine 5.1. Now, this was just my opinion. Of course, there are hundreds of other new features and bug fixes. So if you are curious, I recommend you check out the release notes in the description below. If you want to keep up to date with everything Unreal Engine, make sure to subscribe to this channel. Unreal is more important than ever because half of all announced next-gen games are being made on UE5. Oh ja, Cyberpunk 2 wird ja auch damit gemacht, ne? Dann. Dauert noch ein bisschen, aber das wird ja dann auch mit an. Oh. There's no better time to learn Unreal Engine than now. Luckily for you, I have an entire free course right here on YouTube, which goes over all the essentials to learn UE. You can check it out in the description below. Der neue Tomb Raider kommt auf der Unreal Engine. Geil. Voll geil.